Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute Abend um 21:30 Uhr trifft Real Madrid am letzten La Liga Spieltag vor der Länderspielpause auf Mallorca und versucht den perfekten Saisonstart hinzulegen mit 9 Punkten aus 3 Spielen. Wir unterhalten uns in diesem Video natürlich über das Spiel heute Abend. Ich mache am Ende des Videos, wie ihr es kennt, auch die Aufstellung, die ich heute Abend wählen würde. Aber dann unterhalten wir uns natürlich auch über diese absolute Horrorlose, die Real Madrid in der Champions League bekommen hat. Also ich glaube mit die härteste Gruppe mal wieder. Wir schauen mal an, wer unsere Gegner sind und vor allem, warum auch eins der leichteren Spiele im Endeffekt sehr, sehr anstrengend wird für Real Madrid. Dann haben wir noch eine Menge andere Themen. Wir unterhalten uns über Real Madrid Castilla, wir unterhalten uns über Transfers, wir unterhalten uns über Eduardo Camavinga. Also ihr hört schon, es wird ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir erst einmal mit einem sehr erfreulichen Thema an. Real Madrid Castilla hatte gestern den Saisonauftakt gegen Lugo. Erinnert ihr euch noch, als ich Anfang der Woche gesagt habe, wenn es drauf ankommt, gegen Lugo wird ein Jesus Fortea, wird ein Diego Aguado und wird vorne ein Yáñez wieder auf dem Platz stehen. Ja, ich habe recht behalten. Alle drei haben gestern gestartet, neben einen Joan Martinez etc. Und kommen wir jetzt mal zum Wichtigsten. Álvaro Arbeloa, Real Madrid Castilla, startet mit einem 2:1 Sieg in die neue Saison. Das zweite Tor vor allem super rausgespielt. Joan Martinez mit einem tollen Pass auf Jesus Fortea. Der legt den Ball auf Yáñez und der scheppert den wunderschön ins lange Eck. Real Madrid Castilla hat ein tolles Spiel abgeliefert und hat, die erste Halbzeit war nicht ganz so stark, aber hat sich in der zweiten Halbzeit den Sieg verdient. Hat noch einen Elfmeter gegen sich bekommen. Dann hat Álvaro Arbeloa die Challenge genommen. Doch der Schiedsrichter ist bei seiner Meinung geblieben. Lugo hat auf 2:1 verkürzt, aber Real Madrid Castilla hat sich die ersten 3 Punkte geangelt. Also, das war schon mal eine gute Nachricht. Dann, bevor wir auf das Spiel gegen Mallorca eingehen, unterhalten wir uns natürlich über die Champions League Auslosung von Real Madrid. Und ich habe ein absolutes Horrorszenario vorgestern in meinem Video für euch mal gemacht. Ich blende es euch ein. Und wenn man die richtigen Lose sieht, dann sieht man, dass ich gar nicht so weit weg war. Im Gegenteil, ich habe im Laufe des Videos sogar gesagt, ich habe hier zwar Liverpool und Paris ausgewählt, aber auf Manchester City hätte ich auch gar keinen Bock, damit man mal sieht, wie hart diese Auslosung für Real Madrid ist. Und ich bleibe dabei, die neue Champions League, die versuchen, um gegen die Super League, gegen das Konzept Super League anzukommen, hat die Champions League irgendetwas auf die Schnelle zusammengebastelt, was meiner Meinung nach einfach kein fairer Wettbewerb ist. Es ist für mich kein fairer Wettbewerb, dass du gegen unterschiedliche Mannschaften spielst, aber am Ende in der gleichen Tabelle bewertet wirst. Das kann es ja nicht geben. Und um jetzt mal davon wegzukommen, Real Madrid hätte Pech oder Barcelona Glück oder irgendwie, damit es nicht aussieht, als wenn ich das jetzt hier als reiner Madrid-Fan sage. Wenn wir uns zum Beispiel, ich zeige euch jetzt mal die Gegner von Paris. Also Paris hat es auch, und ihr wisst, ich bin kein großer Paris-Fan, aber knüppelhart erwischt. Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle und Athletic Bilbao. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht, nehmen wir einfach mal die Bayern-Gruppe. Chelsea, Brügge, Sporting, die Franzosen, ich weiß nicht, wie die heißen, Paris, Arsenal, PSV und die Griechen. Das Level der Gegner ist so unterschiedlich und trotzdem werden die am Ende in der gleichen Tabelle bewertet. In der alten Champions League konntest du eine harte Gruppe erwischen oder eine leichte. Aber wenn du eine harte Gruppe hattest, dann haben sich die Mannschaften auch gegenseitig die Punkte weggenommen. Die hatten dann genauso eine harte Gruppe wie du. Und für mich ist das unverständlich, wie so etwas in einer gleichen Tabelle bewertet werden kann, wenn die Gegner ja nicht die gleichen sind. Abgesehen davon, dass du kein Heim- und kein Auswärtsspiel hast, was auch nochmal dazu kommt. Weil zum Beispiel eine Mannschaft wie Galatasaray Istanbul, um die wieder als Beispiel zu nehmen, ist zu Hause wesentlich einfacher für Madrid zu bespielen als zum Beispiel in Istanbul. Also wir müssen gegen die nicht spielen, aber einfach nur ein Beispiel.
Naja, es ist wie es ist. Real Madrid, ich zeige euch mal die Endtabelle des letzten Jahres. Letztes Jahr brauchte man 16 Punkte, um unter die Top 8 zu kommen. Man sollte versuchen, so weit wie möglich oben zu landen. Ich habe euch in meinem Video vorgestern erzählt, wie das mit dem Heimrecht aussehen wird. Also umso weiter du oben bist, umso länger hast du Heimrecht in den K.O.-Spielen. Und ein Spiel, wo ich mir die Schere heben muss, wo ich mir den Hut selber anziehen muss. Ich hatte unter meinen perfekten Losen, hatte ich Kairat Almaty, die Mannschaft aus Kasachstan. Aber ich meinte natürlich zu Hause im Bernabeu. Jetzt ist dieses Spiel, was vermeintlich leicht ist, ein absolutes Horrorlos. Du musst 6.500 Kilometer fliegen, Distanz hinter dich bringen. Das sind 11 Stunden, mitten in der Woche. Nachdem du vorher ein La Liga-Spiel hattest und nachher ein La Liga-Spiel hast. Du wirst 22 Stunden im Flieger sein. Also es war zwar schön zu sehen, wie die Jungs von Almaty sich gefreut haben, als das Los Real Madrid gezogen wurde. Schauen wir uns das mal zusammen an. Also, wie gesagt, das war schön zu sehen, die Emotion freut mich auch für die Spieler. Aber es kann irgendwie nicht angehen, dass du in einer Champions League, in einem europäischen Wettbewerb 11 Stunden im Flugzeug sitzen musst. Und wenn du dann noch Pech hast, dass du dann Dezember, Januar ankommst, dann bist du da bei Temperaturen bei minus 10, 12, 15 Grad. Also, naja, wie gesagt, absolutes Horrorszenario in der Champions League für Real Madrid. Trotz alledem muss die Mannschaft von Xabi Alonso so viele Punkte wie es geht sammeln. Ja, wo Real Madrid auch so viele Punkte sammeln muss wie es geht, ist heute Abend gegen Mallorca. Und gestern gab Xabi Alonso, unser Trainer, die Pressekonferenz zu dem Spiel und er wurde gefragt, ist der Kader von Real Madrid geschlossen? Kommt noch irgendein Spieler dazu oder war es das? Und schauen wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an und hören wir uns direkt im Anschluss auch an, was ein Fabrizio Romano gesagt hat. Quería saber si la plantilla está cerrada en este fin de semana, bueno, contando el lunes que queda de mercado, en cuanto a entradas y salidas. Es probable, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre, o sea que siempre atentos, pero bueno, vamos a esperar, tiene pinta. Die Frage, die uns vor allem in der spanischen Liga beschäftigt, ist, wird es noch ein großes Finale von Real Madrid geben oder ist der Transfermarkt für Madrid bereits geschlossen? Schau, ich sage immer mit meiner Vorstellung von Journalismus, dass wir niemals sagen können, ob ein Transfermarkt geschlossen ist, denn wenn morgen Xabi Alonso, Florentino oder wer auch immer bei Real Madrid aufwacht und entscheidet, einen Spieler zu verpflichten, dann werden wir darüber berichten. Sie sind sehr glücklich mit dem Team, das sie haben, also ist im Moment alles sehr ruhig. Und wie wir wissen, ist der Wechsel von Dani Ceballos zu Marseille geplatzt, daher könnte er beim Real Madrid bleiben und im Moment sind sie sehr zufrieden mit dem Kader, den sie haben. Ja, beides erstaunlich gleich. Beide sagen, eigentlich ist der Transfermarkt geschlossen. Sollte sich eine Chance ergeben, wird Real Madrid diese Chance natürlich sich nicht durch die Finger gleiten lassen. Aber im Prinzip ist Real Madrid nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Spieler. Was wiederum auch bedeutet, ein Rodrigo und ein Ceballos bleiben Spieler von Real Madrid. Also, ein Rodrigo, da hieß es ja lange, der verlässt Real Madrid auf jeden Fall. Ich selber habe das vermutet, aber es scheint so, der Brasilianer bleibt. Wahrscheinlich hat ihm das letzte Spiel, wo er von Anfang an starten durfte, in Oviedo vielleicht wieder neuen Mut gegeben. Ein Dani Ceballos, bin ich gespannt, wie er sich wieder in den Kader eingliedern wird. Ja, wer aber auch bald endlich wieder im Kader ist, ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Wir vergessen ihn, weil er schon so lange verletzt ist, Eduardo Camavinga. Und Xabi Alonso wurde gestern zu diesem Spieler gefragt. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Ich spreche von Camavinga, weil du ihn bei der Club-WM nicht dabei hattest und ihn nach der Pause fast wieder zur Verfügung hast, falls sich sein Knöchel erholt. Es gab immer dieses Klischee, dass er ein Spieler ist, der immer Vollgas gibt, der mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe geht und oft zu spät kommt, dass er ein bisschen Freestyle-Fußball spielt. Ich weiß nicht, welche Pläne du für ihn im Kopf hast und was du von ihm hältst und welche Rollen er deiner Meinung nach einnehmen kann. Nun, wie du schon sagst, oder? Ich freue mich wirklich darauf, ihn endlich zu haben, weil ich ihn zwar in der Nähe hatte, aber eben nicht mit der nötigen Kontinuität, weißt du?
so wie er es sich vor allem gewünscht hätte, so wie ich es mir auch wünsche. Aber ja, er wird uns auf jeden Fall etwas geben, weil er sehr viele Eigenschaften eines modernen Fußballers hat, dynamisch ist, eine gute Technik besitzt und in das passt, was wir machen wollen. Ich glaube, dass er seinen Platz haben wird und außerdem sieht man, dass er von den Mitspielern sehr geschätzt wird. Er sorgt innerhalb dieser Dynamik, in der Umkleidekabine, innerhalb dieser Gruppendynamik für viel Zusammenhalt zwischen verschiedenen Spielern und das ist auch wichtig. Ja, letztens habe ich noch gesagt, Xabi Alonso ist nach mir der größte Arda Güler-Fan und ich glaube, Xabi Alonso ist mit mir der größte Eduardo Camavinga-Fan. Man hört ihn schwärmen von diesem Franzosen, von diesem modernen Fußballer, von dieser Dynamik, die der Mannschaft bringen kann. Also ich glaube auch, habe es schon einige Mal in meinen Videos gesagt, Eduardo Camavinga wird einer der Spieler, der am meisten profitieren wird von einem Xabi Alonso. Sein dynamischer Fußball, dieses Pressing ist ja genau das, was ein Xabi Alonso sucht. Hohe Ballgewinne und dafür ist ein Eduardo Camavinga perfekt. Und ich glaube, er wird auch einem Fede Valverde dieses Jahr hier und da mal die Pause geben, die der Uruguayer verdient. Ja, und das waren nicht die einzigen Aussagen von unserem Trainer zum Mittelfeld gestern, denn Xabi Alonso wurde gestern explizit auch zu Thiago Pitarch gefragt. Ein Spieler, von dem er sehr viel hält, das sage ich euch jetzt inzwischen seit einigen Worten. Doch hören wir uns mal an, was unser Trainer selber über diesen Jungen sagt. In dieser Woche, in der viel über Dani gesprochen wurde, wurde parallel dazu auch viel über Thiago Pitarch gesprochen. Er hat jetzt schon 2 Einberufungen, 2 Nominierungen, mehrere Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft hinter sich. Mich würde interessieren, was du bei dem Jungen siehst, was dich überrascht hat. Ja, ehrlich gesagt kannte ich ihn vorher nicht besonders gut und als er anfing mit uns zu trainieren, hat er mir praktisch vom ersten Tag an gefallen. Er ist sehr dynamisch, bringt sehr gute Energie mit, weiß, wie man zwischen den Linien spielt, weiß. Im Trainingsspiel gegen Leganés kam er sehr gut aus der zweiten Reihe, hat ein Tor erzielt. Das hatte er in der Saisonvorbereitung auch schon mit Castilla gemacht. Also hilft er uns jetzt, wo Judy und Eduardo im Training fehlen. Und zu wissen, dass wir diese Spieler aus Castilla für das Training und alles andere einsetzen können, hilft uns sehr. Und Thiago hat ebenfalls eine sehr gute Einstellung, wie viele Jungs, die hier aus der Fabrik, aus Valdebebas, sehr gut ausgebildet kommen. Und er wird erneut in den Kader berufen. Ja, also, ein Thiago Pitarch bringt genau das auch mit, was ein Xabi Alonso sucht. Aber wenn ihr mich fragt, hört man aus der Antwort schon, dass er das letztere Glied im Mittelfeld ist. Er erwartet oder freut sich natürlich auf einen Camavinga. Er hat natürlich mit ganz anderen Augen über einen Camavinga geredet. Das hört man in den Worten. Wir erwarten alle auch auf einen Bellingham. Aber so lange hilft ein Thiago Pitarch aus und dann bringt er das mit, was der Mannschaft gefällt. Also ich freue mich auf jeden Fall für den Jungen. Ist heute wieder nominiert. Die Kaderliste habe ich euch eingeblendet. Ja, und wenn wir uns die Kaderliste anschauen, können wir uns ja überlegen, welche Aufstellung wählt heute Abend Xabi Alonso. Und ich schlage vor, ich mache jetzt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, mein Torwart wäre Thibaut Courtois. Wie soll es auch anders sein? Vor Thibaut Courtois in der Innenverteidigung hätte ich Dienhausen und Eder Militao. Mir hat das Pärchen sehr gut gefallen und ein Eder Militao muss auch nicht nach Brasilien in der Länderspielpause. Also ich finde, das Spiel kann er vertragen. Mein rechter Verteidiger wäre heute Abend ein Trent Alexander-Arnold. Dani Carvajal hat das sehr gut in Oviedo gemacht. Heute gegen Mallorca, die sind sehr tief stehend. Wir werden Flanken brauchen. Ein Trent Alexander-Arnold wird meiner Meinung nach, würde ich heute Abend spielen lassen. Vor allem bei einem Dani Carvajal aufpassen. Der ist für die spanische Nationalmannschaft nominiert worden, also nicht zu viele Spiele in zu kurzer Zeit nach seiner Verletzung. Deshalb würde ich den Spanier heute schonen. Linker Verteidiger, ein Álvaro Carreras. Ich weiß, heute könnte ein Xabi Alonso sehr wahrscheinlich rotieren. Wahrscheinlich spielt auch ein Fran Garcia, aber ich bin ein großer Álvaro Carreras-Fan. Das wäre heute mein linker Verteidiger. Auf der 6, ich glaube, da gibt es keine Alternative zurzeit. Aurélien Tchouaméni, der auch ein bisschen entscheidet, ob wir in 5-3-2 oder in 4-3-3 spielen. Aber ich male es einfach mal so auf, wie ich es machen würde. Dann davor würde ich spielen lassen, natürlich mit einem Fede Valverde und einem
einem Arda Güler. Und inzwischen ist es mir auch gar nicht so wichtig, wer halb rechts, wer halb links spielt. Die rotieren die ganze Zeit und außerdem konnte unter anderem auch ein Arda Güler seine Qualitäten von halb links zeigen, die Flanke auf Mastantuono etc. Viele schöne Aktionen gemacht. Das Tor hat er auch von halb rechts vorbereitet. Hauptsache, die beiden spielen heute von Anfang an. Und vorne die drei im Sturm wären bei mir heute auf der 9 ganz klar Kylian Mbappé, der Leader von diesem Real Madrid. Ich hoffe natürlich, dass er auch heute wieder trifft und dass er seinen Lauf weiter anhält. Linker Flügel würde ich heute wieder einen Vini Junior geben. Der hat in einer halben Stunde gegen Oviedo ein Tor und einen Assist gemacht. Also wenn sich das einer verdient hat, dann er. Und außerdem braucht er auch mal wieder die Wärme vom Santiago Bernabéu. Und rechts würde ich weiterhin einen Franco Mastantuono heute starten lassen. Hat mir gegen Oviedo kämpferisch vor allem gefallen. Und ich glaube, im Santiago Bernabéu wird ihm auch spielerisch noch mehr einfallen, noch mehr gelingen, besser gesagt. Ich würde heute den Argentinier starten lassen. Ja, das wäre meine Aufstellung für das Spiel heute Abend gegen Mallorca. Du kannst mir deine Meinung zu meiner Aufstellung gerne in den Kommentaren lassen. Wenn du schon mal da bist, kannst du auch direkt ein Like da lassen, teilen, Follow, wäre super. Und falls ich heute Abend ein Watch-Along schaffe, ich glaube es nicht, werdet ihr es so eine halbe Stunde vom Anstoß mitkriegen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ole!